Hallo, ich möchte euch heute das Buch Antifa Genschlik vom AK Wantok vorstellen. Mir hat dieses Buch sehr gut gefallen. Ich habe es als Rezensionsexemplar beim Undrast Verlag angefragt und freundlicherweise auch erhalten. Der Untertitel von diesem Buch sagt schon, was es macht. Eine Dokumentation von 1988 bis 1994. So um 1988 wurde nämlich die Antifa Genschlik in Berlin gegründet, hauptsächlich von Kindern sogenannter Gastarbeiter. Sie wollten eine Verbindung zwischen migrantischen Jugendgruppen, sogenannten Banden und autonomer Antifa-Politik herstellen. Denn zu diesem Zeitpunkt nahm die Gewalt von Nazis gegen als migrantisch gelesene Personen enorm zu, sodass sich Jugendliche zusammenschlossen, um sich einfach selbst verteidigen zu können. Die Antifa Genschlik wollte nun diese Selbstverteidigungsstrukturen unterstützen und auch gleichzeitig mit linker Gesellschaftskritik und Gesellschaftsanalyse unterfüttern, woraufhin sie dann wieder, also die Antifa-Gruppe, in den Fokus von staatlichen Repressionen kam und 1994 lösten sie sich auf. Dieses Buch ist in 4 Abschnitte eingeteilt, plus Vor- und Nachwort. Die Abschnitte sind jeweils einer Veröffentlichungsform quasi gewidmet. Am Anfang gibt es eine Sammlung von Artikeln der Gruppe, dann gibt es einige Flugblätter, die sie veröffentlichen haben, dann folgen 3 Interviews mit einzelnen AktivistInnen aus der Gruppe und am Ende gibt es eine Reflexion über die eigene Arbeit der Gruppe halt von einer Einzelperson. Das Vorwort beschreibt die Entstehung dieses Buches überhaupt, was ich sehr wertschätze. Und es gibt auch eine historische und soziale Verortung der Gruppe, was mir auf jeden Fall sehr viel gebracht hat. Bei den Artikeln war ich zuerst etwas überrascht, wie präsent einfach so eine Hauptnebenwiderspruch-Argumentation ist. Aber ehrlich gesagt hätte ich damit auch einfach mehr rechnen sollen bei einer Gruppe, die in den 80er, 90ern in Deutschland aktiv war. Und es ist ja nicht so, als ob der Nebenwiderspruch Rassismus jetzt ignoriert wird oder von ihnen auch nur behauptet wird, er kann ignoriert werden. Und genau deswegen lese ich auch so gerne Dokumentationen über Widerstandsbewegungen, Widerstandsgruppen, weil es einfach so aufzeigt, wie die Gesellschaft wahrgenommen wird, was so die Themenschwerpunkte sind, wie, was so das Ziel ist und wie auch der Weg dorthin gedacht wird. Und ich fand die Überlegungen und auch die Reflexionen der eigenen Arbeit innerhalb der Antifa Genschlik sehr interessant. Auch zum Beispiel, wie unterschiedlich die Zusammenarbeit mit weißen linken Antifa-Gruppen wahrgenommen wurde. Denn in diesem Buch gibt es schon unterschiedliche Darstellungen der Zusammenarbeit oder der eigenen Arbeit. Und mir hat gefallen, dass diese widersprüchlichen Darstellungen einfach hier in diesem Buch präsent sind, ohne aber, dass es jetzt einen Anspruch auf Vollständigkeit gibt. Ich glaube, dass dieses Buch einen wichtigen Beitrag zur deutschen Widerstandsgeschichte leistet und Leute, die daran interessiert sind, denen kann ich dieses Buch auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Buch habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr ähnliche Bücher empfehlen könnt, dann bin ich auf jeden Fall sehr interessiert daran. Damit möchte ich mich von euch verabschieden. Bis bald!